bisschen staubig, lang gestanden, Mitte 60er Jahre, wunderschöner Pony. Das schreit nach Overtroll, das liebst du. Jetzt machen wir etwas richtig Schönes aus dem. Jubiläumsmodell. Ja, da sind wir beim Thema. 10'000 Follower, affengeil. Vielen herzlichen Dank, bleibt dran. Wir starten. Ein wunderschöner Pony, natürlich einige Jahre gestanden. Es ist richtig dicker, satter Dreck drauf. Schaut euch das Ding an. Grundsätzlich gibt es daraus eine absolute Perle. Der Lack, ihr seht es, die Filet, alles, das ist alles noch unheimlich schön. Das Pony, das kommt aus der Innerschweiz, Kanton Obwalden. Das war eine Bauernfamilie, die auf dem Berg oben gewohnt hat, habe ich mir erzählen lassen. Es waren 3 Geschwister, jeder hatte so ein Pony bekommen. Jawohl, okay. Und deshalb, weil die so dermassen im Berg oben gewohnt haben, alle 3 Ponys, die haben eine zusätzliche Bremse montieren lassen. Eine Velobremse, eine Felgenbremse. Also geil. Das wird ganz klar wird das erhalten. Das wird jetzt 20 Jahre gestanden sein, weil es ist wirklich übel. Das wird jetzt schön säuferlich zerlegt. Dank Seitenschutz, Schutzblech etc. Lampe wird alles angeschliffen. Der Tank ist sehr, sehr rostig drin. Das heisst, es gibt eine Tankrevision und das wird alles komplett neu verchromt. Auspuff, den kann man natürlich rauchen, der ist komplett hinüber. Man sieht das schon, er ist farbig. Und immer wenn ein Auspuff so ein bisschen gel, grün, blau ist, dann weiss man, okay, der war mal so dermassen verrussen gewesen. Den haben sie ausgebrannt mit der Flamme. Aufhören, schwafeln und liefern, würde ich sagen. Starten wir das schöne Projekt. Ihr wisst, Schutzbrille ist wichtig. Das ist der Startschuss zu etwas Neuem. Ich starte immer so, ich schneide einfach zuerst mal das ganze Zeug ab. Das kommt alles weg. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen Luft. So, das ist so geil. Söderli. 10er. 13, 14. Nehmen wir mal den Tank runter. Der geht natürlich nachher sofort an Dr. Ampere. Dr. Ampere ist unser Tankversiegelungsspezialist geworden. Absolut freiwillig natürlich. Vor dem Obertrollen muss er natürlich versiegelt werden. Nach dem Obertroll sollte man nicht mehr zu fest so ein bisschen das Mechanische beanspruchen und ausbühlen. Er hat hier leider eine rechte Delle. Gerade so im Bogen rein. Und die alten Tanks, das Blech ist relativ dick. Und es ist hure schwierig, das auszubühlen. Aber ich habe da natürlich einen guten Kollegen an der Hand. Und ich werde mit dem Tank zu ihm gehen, in der Hoffnung, dass man das einigermaßen rausbringt. Leck mir am Arsch. Heftig! Wollen wir reinschauen? Da? Willst du da mal reinschauen, Uta? Ja, bitte. Also warte jetzt, ich muss noch ein Lämpchen haben. So ein Lämpchen? Ein Lämpchen. Viele Ablagerungen. Also das heisst, der wird einmal ausgeschliffen. Und dann können wir das natürlich wieder begutachten, das Ganze. Das ist natürlich das nächste extrem heikle Stück. Das ist noch ein originales Täschchen, aber man sieht, leider ist das Leder natürlich eben auch schon 60-jährig fast. Vielleicht kann man das irgendwie noch retten. Das sind bald schon ein bisschen heilige Täschchen. So, da kann man natürlich ein neues Lederriemchen nehmen. Also das ist wirklich das Schöne bei dem. Es ist wirklich alles noch dran. Bis aufs Rücklichtchen, das ist ein bisschen schade. Wie der Zustand, wir müssen dann schauen, wenn der geschliffen ist und Ovatrol beschichtet ist. Das ist bombastisch. Es ist erstaunlich, wie gut dass die Schrauben alle noch laufen. Bis jetzt noch kein einziger, der festgerostet war. So, die ganzen Teile hier, die muss man natürlich dann noch komplett zerlegen vor dem Verchromen.
Da ist noch ein Schraubenzieher. Das ist offen geil. Kerzenschlüssel, da. Das ist geil, das lassen wir auch schön aufarbeiten. So, dann machen wir die hure Velobremse. Kette. Die ist noch gut. Wenn es so komplett voller Ware ist das besser, als wenn es zu sauber war, weil das konserviert. Wenn es das irgendwo in einer Schür steht und einfach blank ist, dann rostet das viel eher, als wenn es mit Öle und Fetten und weiss ich, was da alles noch dran ist, quasi wie bedeckt ist, oder? Schauen, ob ich da das Kettenschloss noch finde. He? Ich glaube, da hilft nur noch eins. Ja, Schutzbrille. So, wenn es mit Gewalt nicht geht, musst du mehr Gewalt nehmen. He? Brutal. Was ist echt das alles? Fett und Holzspäne. Ja. Und darunter kommt ein neuer Zahnranz raus. So geil. Ich glaube, das sieht schlecht aus für mich. He? Oh je, oh je. Sonst müssen wir es dann angehen, wenn der Rahmen zerlegt ist. Also, mal schauen, ob das rauskommt. Da, hä? Hier ist eins an, du. Das Herz. Der ist nur leicht dreckig. Wow. Ja, leck mir am Arsch. Da die Radspanner. Ich behalte natürlich alle alten Teile immer. Ob man es dann einmal verwendet oder nicht, das ist dann immer, das sieht man dann beim Zusammenbau. Aber ich finde es wichtig, dass die alten Teile einfach erhalten bleiben. Jetzt sind die Rädchen raus da. Es wäre eigentlich von der Grundsubstanz wäre das noch ziemlich gut, oder? Es ist natürlich brutal dreckig. Oder da gibt es jetzt verschiedene Optionen. Man kann das einfach natürlich top reinigen. Man kann es aber auch komplett zerlegen, nachher dann neu einspeichern mit einem neuen Felgenring. Das muss aber dann schlussendlich der Kunde entscheiden. Das ist natürlich auch immer ein Kostenthema. Aber grundsätzlich wäre es noch gut. Da ist zum Beispiel hinter dem Kranz die Speichen. Wenn die Kette schlecht gespannt ist und die Kette haut raus, dann sind sehr viele die Speichen da hindurch sind die komplett abgefickt. Und das ist dann auch meistens der Grund, dass die Speichen reissen. Und dann wäre es klar, ist jetzt bei dem aber nicht der Fall. Schmützi kenne ich auch schon. Schmützi, ja, ein bisschen Schmützi her, da, ein bisschen WD-40 oder irgendetwas. Schmützi ist halt schon ein absolutes Wundermittel. Da kommt gerade alles weg, he? Wunderbar. Ja. Das ist verrückt, es läuft alles wie geschmiert. Dann tun wir hier ganz vorsichtig da die Haltebügel ein bisschen aufmachen. Weil da kommt natürlich jetzt da ein neues Kabel rein. So. Und da ist es auch extrem viel der Fall, dass der Lenker im Rohr verrostet ist. Also da musste ich schon diverse Mal den Vorbau rausbohren, weil das ist einfach wirklich so abartig drin gerostet war. Und ihr seht, ich kann das da mit einer Hand rausziehen. Also das ist wirklich Wahnsinn, das ist wirklich geil. Der Zustand ist hammermäßig von dem Gerät. Da nehme ich natürlich gerade alles weg. Ganz wichtig, Felgenbremse. Felgenbremse finde ich auch lustig. Dann geht er zum Töffli-Mech, 1973 zum Beispiel. So, lass mal. Johann, ich sollte ein bisschen bessere Bremsen haben. Ja, das ist gar kein Problem. Der Zufall war der Johann noch Velomech. Er hat noch ein bisschen so warm liegen. Dann
Dann hat er dem einfach schnell so eine hure Felgenbremse montiert. Finde ich absolut stark, oder? Mein Tandem, das Diana Tandem, da bin ich mal mit dem Kollegen an ein Alpenpröve, 3 Pässe. Wir natürlich beide rund 100 Kilo. Und bergauf, kein Thema. Aber bergab, übel. Wir natürlich in der Euphorie, Hahnen auf, Hocker ab, Volldampf. Erste Kurve gut, Bremse hat noch funktioniert. Zweite Kurve, schon ein bisschen gummig, heiß, nicht gut. Haarnadelkurve mit dem Rücktritt. Das Zweite, oder? Das ist ja dann quasi miteinander verbunden. Bremsbelag gebrochen, zack ins Leere, oder? Gut, fertig. Vorne, puck, genau das Gleiche, voll übel. Vorne hat das Beleg abgeschält. Also die sind einfach in dieser Trommel rum, also keine Bremse mehr. Aber genau das Gleiche. Felgenbremsli hat er noch gehabt. Wir haben dem immer ein Angsthasenbremsli gesagt. Zum Glück hat es ein Wägli gehabt, Haarnadeln. Dann haben wir ein Wägli drauf. Links drauf, runterbremsen, gut. Aber wir haben noch 2 Pässe vor uns gehabt. Und das Felgenbremsli hat uns dann den Arsch gerettet. Dann hat er immer schön stossweise bergab oder geschaut, dass wir nicht schnell werden, immer schön ein bisschen bremsen. Zum Tempo halten, dass wir jede Kurve mögen. Also, dort habe ich natürlich meine Meinung gerade revidiert zum Thema Felgenbremsli. Die kann er also durchaus den Arsch retten. Grandioser Moment war das. Das ist immer ein bisschen das Thema, das ist ja unter das untere Gabelkopflager. Die Abdeckungen hier, das wollen wir natürlich auch neu verchromt haben. Es ist jetzt zwar schon relativ heftig rostig, aber ich denke, mit ein bisschen Schleifen und Polieren bringen wir das hin. Jetzt ist aber wichtig, dass wir das möglichst nicht verletzen. Kann man dann so und vorsichtig wegschlagen. Immer schön nach vorne. So, fort. Das Käppchen da weg. Ja gut, der verschreckt nicht mal das Bambi, aber macht nichts, das kommt dann auch wieder her. Extrem verrostet da unten, das ist dann fraglich, ob man das wieder nehmen will, weil da geht es natürlich um die Sicherheit. Wenn man das schön verchromen will, dann muss man das dort unten schleifen, polieren, das heisst, man schwächt das Material. Und ihr könnt euch vorstellen, natürlich, wenn das natürlich noch dünner wird, also da ist mir dann die Sicherheit wichtiger als die Originalität. Weil wenn ihr plötzlich den Lenker in der Hand habt, dann passt er ab. Das ist wirklich noch eins. Also den könnte man durchaus den wieder schön neu verchromen. Dann müssen wir hier noch einen Kupferdorn haben, um die Lagerschale rauszuklopfen. So. Dann noch die obere. Gut. Aber schön, was das alles ist. Jetzt müssen wir uns noch dieser Lagergeschichte annehmen. Und für das ist jetzt halt eben praktischer. Jetzt kann ich das einspannen und diese Seite noch probieren zu lösen. Seht, ich habe da bereits ein bisschen Schmutzi. Ja. Ja. So rein kann es gehen, oder? Das ist eben immer heikel, oder? Und dann denkt man, ja gut, jetzt wie vorher, oder? Und dann, ja, irgendwie bringt man das schon weg. Und dann nimmt man Zangen und Zeug. Und dabei muss man einfach schon ein bisschen Geduld haben, ein bisschen warten. Aber ich bin ja auch noch jung. Das lerne ich schon noch. Traumhafte Sache. Ja, das ist ein Traum. Die sehen sogar auch noch gut aus jetzt auf den ersten Blick. Terrain. Da haben wir die Lager. Die Lagerschalen putzen wir dann schnell putzen, kontrollieren, sehen aber noch einwandfrei aus. Das ist doch mega lässig. In den Pedalen ist es jetzt natürlich nicht so matchentscheidend. Da kann man ruhig einmal sagen, wenn es ein bisschen angefressen ist, dass es okay ist. Das spürt man halt einfach, oder? Wenn jetzt die Lagerfläche noch so ist wie bei dem jetzt hier zum Beispiel. Also die ist echt noch gut.
dann spürt man das halt. Wenn man dann trampelt, dann ist es einfach fein und rattert nicht so. Also traumhafter Zustand, weil viele Trampen haben es nicht müssen. Die sind ja nur bergab gefahren. Genau. Es gibt jetzt noch diverse Sachen. Lampen natürlich komplett zerlegen, Benzinhahn weg, Pedale von der Arm abschrauben und alles. Dann geht es dann bereits schon an die Motorrevision. Das ist dann so das Nächste. Also der ist natürlich knapp revisionsbedürftig. Ganz klar. Ist ein Saxonet-Motor. Mich würde wundern, sollen wir ein Video machen, nur über die Motorrevision von dem Saxonet? Frage an euch. Könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt auf die Antworten. Zum wichtigen Teil. Jetzt wird das ganze Zeug schön geputzt und geschliffen. Vorbereiten, um nachher mit Overtroll lackieren. Also, ich zeige jetzt an diesem Beispiel, an dem Schutzblech, wie ich das mache. Da haben wir jetzt noch sehr viel hartnäckigen Dreck. Also zuerst einmal einfach abwaschen, dass es wirklich schön fettfrei ist. Nachher kommt Folgendes. Und zwar haben wir hier ein 1200er Schleifpapier. Das ist ganz wichtig natürlich bei Schleifpapier, nie trocken, immer schön nass machen, mit nicht zu viel Druck. Einfach da seitenfein das Ganze ein bisschen anschleifen. Extrem vorsichtig sein. Die Filet, die sind handgemalt, die sind aufgemalt und die sind extrem fein. Also nicht zu lang an der gleichen Stelle. Ich nehme jetzt gerade mal das als Beispiel. Da haben wir Rost, der steht ein bisschen auf. Da gehe ich jetzt ein bisschen mehr. Man sieht schon, wie braun das wird. Da kann man jetzt ruhig ein bisschen mehr. Es geht jetzt einfach nur darum, dass diese Stellen, wenn ihr das könntet spüren, wäre das hure geil. So weit sind wir aber noch nicht. Es geht darum, dass diese Stellen schön fein sind. Überall, wo es Kanten hat, wo es kleine Radien hat, dort ist natürlich der Druck höher. Das heisst, dort ist die Farbe extrem schnell fort. Also passt auf. Immer wichtig natürlich, wenn ihr das erste Mal macht, probiert es an einer Stelle, wo man es nicht sieht. Das ist natürlich immer optimal, wie jetzt hier der innere Teil, dass man ein bisschen das Gefühl bekommt. Die einen sagen, das können Hauterektionen. Hauterektionen? Was? Aber legt doch Händchen an, ist gescheit. Also, da sieht man es jetzt sehr schön. Alles schön matt. Das wird natürlich, sobald Overtroll drauf kommt, ist das wieder absolut glänzig. Aber das ist eigentlich das Zeichen, da könnt ihr ein bisschen kontrollieren. Drüber fahren, wenn es schön fein ist, dann ist das eine geile Sache. Der erste Bauchreif ist geschliffen, es gibt aber natürlich viel weiter zu tun. Ihr seht, all die Teile müssen noch bearbeitet werden, tankversiegelt etc. Das mache ich in der Zwischenzeit. Wichtig wäre für mich, Motor sind ihr ein bisschen gefragt, also revidiert wird er sowieso. Wenn ihr das komplett seht, gerne unten in die Kommentare schreiben. Und die ganzen anderen Geschichten werden aufgearbeitet, werden neu verchromt etc. Das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Bis bald, macht's gut. Gute Zeit.